Ich habe mir letztes Jahr einen großen Traum verwirklicht. Der Plan, Afrika mit eigenen Augen zu sehen. Dafür habe ich mir in Südafrika ein Auto gekauft und bin einfach Richtung Deutschland losgefahren. Was ich in den 22 Ländern alles erlebt habe, seht ihr hier. Alter, wow, Scheiße! Es ist Tag 214 auf dem afrikanischen Kontinent und ich bin kurz davor, Kamerun zu verlassen und nach Nigeria zu fahren. Weil die Südgrenze in Meeresnähe nach Nigeria von Rebellen besetzt ist, habe ich entschieden, eine kleinere Buschgrenze zu passieren, die gerade alle Reisenden nehmen müssen. Der Nachteil? Eine 350 Kilometer lange Offroad-Straße, die in der Regenzeit mehr oder weniger unpassierbar wird. Doch ich habe Glück und noch ist Trockenzeit. Mir wurde mehrmals auch ganz davon abgeraten, eigenständig nach Nigeria zu gehen oder zumindest mit einem Militärkonvoi durchs Land zu fahren oder sogar das Land komplett zu umschiffen. Bald stehen im Land die Wahlen an. Von Norden kommend bekommt kein Reisender mehr ein Visum, um das Land zu passieren, und Boko Haram, eine Terrororganisation, macht die Gegend unsicher. Es gab die ersten Bankruns und man kann kein Geld mehr abheben. In anderen Worten, alles andere als stabile Umstände. Ehrlich gesagt, ich habe großen Respekt. Aber die Reise hat mir eins gelehrt: Vertrauen. Where are you going? To Banyo and then Nigeria. Ja, aber ja, go to the pass. I'll go there. Awesome. So, ich bin jetzt auf der besagten Höllenstraße angelangt. Ja, mich trennen nur noch 25 Kilometer von Nigeria. Weil ich glaube, wenn die Regenzeit wirklich ausgebrochen ist und es wirklich mal 3 Tage durchschüttet, sind diese Straßen einfach nur reißende Flüsse oder Bäche. Und das macht es schier gar unmöglich hier zu fahren, weil es dann so schmierig und schlammig wird. Jetzt ist alles komplett trocken, es staubt extrem. Ich habe gut Grip auf dem Boden und es sind wirklich sehr, sehr tiefe Spurrillen. Und dadurch entstehen immer noch größere und es richtet hier einfach niemand. Es juckt halt auch niemand. Deswegen, die meisten fahren hier mit dem Motorrad. Es gibt ein paar Trucks, die fahren, aber die sind komplett irre. Dann fahren da zwischendurch einfach solche. Ich pack's nicht, wirklich. Also entweder meine Autoskills sind schlecht oder die sind wirklich komplett irre. Aber ich glaube, so eine Mischung aus beiden. Na, jetzt geht's erstmal weiter.
weiß ja nicht, was die anderen hatten. Bis jetzt feiere ich die Straße richtig. Oh, geile Landschaft, coole Leute, alle voll freundlich, alle am Winken, alle am Lächeln. Und ein mächtiger Sonnenuntergang. Hey, besser geht's doch nicht. Ey, noch nie auf meiner ganzen Reise so einen chilligen Grenzübergang erlebt, wie jetzt hier, mitten in dem Hochland von Nigeria. Ich freue mich jetzt schon drauf, das Land zu entdecken und mich davon zu überzeugen, dass es doch gar nicht so schlimm ist, wie alle immer sagen und die News berichten. This is the road? This is the road. This is the road. Okay, thank you. Have a good day. Thank you. Safe journey. Bye bye. Alter, ich bin in Nigeria. Geil. Hello. Das hier ist einfach der am meisten besuchte Grenzübergang Nigeria-Kamerun. Weil die anderen alle zu gefährlich oder zu sind für Touristen. Eigentlich schon ziemlich krass. Also er hat mir gesagt, in den letzten 2 Monaten sind hier 45 Europäer mit irgendwelchen Trucks und Autos vorbeigefahren. Hello, hello! I only speak English. Aber ich kann auch Deutsch sprechen mit euch, falls ihr Deutsch sprechen wollt. Auch wenn ich nun schon 4 Tage nonstop auf dieser Straße bin und hier zu fahren sehr anstrengend ist, so genieße ich die Ausblicke sehr. Ich komme an Dörfern und Kleinstädten vorbei, die durch diese rote Erde so ganz anders aussehen wie zuvor. Überall gibt es neuartige Impressionen und Reize, was zum einen wunderschön ist, auf der anderen Seite aber auch sehr viel Energie kostet, sodass ich abends oft gar kein Abendessen mehr zubereite und einfach todmüde ins Bett falle. Also so hätte ich mir Afrika wirklich nicht vorgestellt, aber ich meine, allein Nigeria ist so riesig, allein hier wohnen über 200 Millionen Menschen. Ich bin in Nigeria, das Land, von dem alle immer gewarnt haben. Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas und umfasst eine Fläche von etwa 923.000 Quadratkilometer, etwa 2,5 Mal so groß wie Deutschland. Im Jahr 2023 lebten hier rund 228 Millionen Menschen. Die Hauptstadt Abuja liegt zentral im Landesinneren und beherbergt nur etwa 2,7 Millionen Einwohner. Im Vergleich dazu ist Lagos mit Schätzungen zwischen 15 bis 20 Millionen Einwohner die zweitgrößte Stadt von ganz Afrika und auch die mit am schnellsten wachsende Megametropole der Welt. Trotz dieses rasanten Wachstums hat die Anzahl der Bevölkerung in den Städten erst 2018 die ländlichen Regionen überholt. Mit einem Medianalter von gerade einmal 18 Jahren und einer Geburtenrate von über 5 Kindern pro Frau sieht die Entwicklung mit 2,1% Bevölkerungswachstum ähnlich aus wie in vielen afrikanischen Ländern. Heute schon leben in Afrika 1,4 Milliarden Menschen. Laut den Vereinten Nationen wird diese Zahl bis zum Ende des Jahrhunderts auf 3,9 Milliarden Menschen, etwa 40% der gesamten Weltbevölkerung, anwachsen. Die Amtssprache Nigerias ist Englisch, was die koloniale Vergangenheit des Landes widerspiegelt. Die Geschichte Nigerias ist von seinen zahlreichen ethnischen Gruppen und Reichen geprägt. 1914 wurde das Land von den Briten kolonialisiert und 1960 unabhängig. Nigeria erlebte anschließend grausame Bürgerkriege, wechselnde Militärregierungen und politische Instabilität. Erst seit 1999 gibt es ein Präsidialsystem mit amerikanischem Vorbild. Die Neutralität dieser Wahlen wird international stark kritisiert. Trotz dieser Instabilität ist das Land wirtschaftlich sehr mächtig und hat seit 2014 Südafrika als größte Volkswirtschaft Afrikas überholt. Aus dem Land kommen viele Tech-Startups und die Filmindustrie produziert so viel wie sonst nur Hollywood und Bollywood. Auch die nigerianische Musik mit Afrobeats ist weltweit bekannt und geliebt. Ein weiterer großer Wirtschaftszweig Nigerias sind Erdölexporte. Doch Landwirtschaft bleibt eine zentrale Lebensgrundlage für viele.
Trotz des großen Reichtums an Rohstoffen lebt ein Großteil der Bevölkerung in Armut. Mit 40% unterhalb der Armutsgrenze in Nigeria leben weltweit nur in Indien, Pakistan und Äthiopien noch mehr Arme. Damit ist die soziale Ungleichheit so hoch wie in wenig anderen Ländern und Korruption in allen Bereichen befeuern diese Entwicklung. Rund 50% der Bevölkerung sind Muslime, hauptsächlich im Norden, und etwa 40% Christen, die im Süden dominieren. Das Land bietet einfach unglaublich viel. Trotzdem werde ich hier in dieser aktuellen angespannten Lage schauen, nicht allzu lange hier zu bleiben und zügig weiter nach Benin zu kommen. Mich begeistern die Spielzeuge der Kids. Anstatt einer Carrera-Bahn werden hier aus Müll verschiedenste Spielzeuge gebastelt. Wenn man da mal überlegt, was Kinder in Deutschland zum Spielen haben. Am liebsten hätte ich das Auto voll beladen mit Fußbällen, da ich immer wieder danach gefragt werde. Auch spannend zu sehen ist, wie die Kinder von klein auf eine große Selbstständigkeit haben. Eine 6-Jährige passt auf den Neugeborenen auf und Kinder werden von klein auf relativ viel eingebunden in die täglichen Arbeiten. Ich erlebe das Ganze als großes Miteinander, was aber sicher auch seine Schattenseiten hat. Ich bin jetzt hier gerade noch auf so eine kleine Klippe hochgewandert und ich muss sagen, was für ein erster Tag in Nigeria. Es ist wunderschön hier. Da unten wird noch voll was abgefackelt, aber ich glaube, das ist beabsichtigt. Ich meine, wenn ihr das hört, ich bin echt weit davon entfernt. Ich bin gerade mit der Drohne noch hingeflogen. Krass, ey. Wie an Silvester, so kracht es. Jetzt wird's Feuer da unten, echt ziemlich fett. Ich weiß nicht, ob das kontrolliert ist. Das sieht nicht so aus, ehrlich gesagt. Brandrodung. Boah. Da noch der Sonnenuntergang. Genau da oben steht mein Auto. Also die Landschaft, gigantisch schön. Straßen sind zwar echt beschissen, muss man sagen, aber die Leute sind ultra freundlich und also mir gefällt's hier. Aber jetzt gehe ich erstmal zum Auto zurück und mache mir was zum Mampfen. Gutes Nächtle. Oh, guten Morgen zusammen. Ich habe gestern einen richtig leichtsinnigen und richtig dämlichen Fehler begangen. Ich stehe hier ziemlich am Abgrund, da geht es direkt runter und meine Handbremse von meinem Auto ist einfach gar nichts mehr. Ich kann die komplett anziehen, die hat keine Bremswirkung mehr. Da kommt erst die Bremswirkung, wenn ich zusätzlich dann auf die Bremse gehe. Das heißt, ich kann mein Auto eigentlich nur abstellen, wenn der Gang drin ist und das ist dann meine Bremse. Und gestern Abend stand ich halt so leicht schräg, genau hier, also vielleicht 10 Meter weiter vorne und genau so ausgerichtet vom Auto, dass wenn es zurückrollt, genau hier den Abhang runterrollt und da geht es halt 600 Meter runter. Naja, auf jeden Fall lag ich im Dachzelt, ich habe gemerkt, okay, es ist so leicht schräg und habe mir schon gedacht, so nicht so geil, vielleicht sollte ich noch mal ein bisschen umparken, nicht, dass es sich löst und ja, ich einfach sterbe in der Nacht. Und dann habe ich aber irgendwie doch nichts gemacht und nicht auf dieses Gefühl gehört. Und ja, ich war dann schon im Tiefschlaf eigentlich. Und keine Ahnung, es war 10, 11 rum, hat es plötzlich einen Ruck gemacht. Hat sich wirklich die Kupplung gelöst. Und ich bin einfach langsam nach hinten gerollt und ich lag im Dachzelt drin. Ich dachte, scheiße ey, ich bin direkt aus dem Tiefschlaf aufgewacht, hab den Reißverschluss aufgezogen, bin rausgesprungen, hab noch den Schlüssel oben holen müssen. Hab dann die Tür aufgeschlossen und bin sofort ins Auto gesprungen und das war noch so 5 Meter vom Abhang entfernt. Also richtig dämlich. Ich muss in der nächsten Werkstatt sofort diese Handbremse richten lassen. Das hat so keinen Wert. Außerdem war das echt eine der gefährlichsten Situationen jetzt bisher auf meinen Reisen, weil wäre ich noch im Dachzelt geblieben und wäre ein bisschen später aufgewacht, ich wäre im Dachzelt mit dem Auto komplett
den ganzen Abhang da runter. Richtig, richtig übel. Da wäre ich runtergezischt. Naja, die Kinder sind auch schon wieder da. Good morning together. How are you? Ich bin endlich wieder auf einer Tar Road, auf einer asphaltierten Straße. Die andere Straße war am Ende einfach nur noch richtig mies, also so richtig kacke, wirklich das schlechteste Stück bisher auf meiner Reise. So mein erster Eindruck von Nigeria, dass es einfach sehr, sehr viel mehr Militär-Checkpoints gibt. Ich habe jetzt gerade entschieden, ich mache einfach mal eine ganze Strichliste durch dieses Land, an wie vielen Checkpoints ich vorbeifahren muss, und ich habe jetzt schon 15 Checkpoints. Das ist völlig krass. Also in jedem Ort, in jeder Ortschaft, wo du reinfährst, gibt es am Anfang und am Ende der Ortschaft einen Checkpoint. Da vorne ist wieder der nächste. Und dann dazwischen gibt es Immigration Checkpoints, Custom Checkpoints, Militär Checkpoints. Alle haben Waffen. Bis jetzt sind die alle übel freundlich und alle voll nett und haben mich gleich fahren lassen, ohne jetzt irgendwie Geld zu wollen. Einer hat mal gefragt, ob er irgendwas haben kann. Dann habe ich ihm ein paar Nüsse gegeben. Partnüsse. Erste Anlaufstelle im Land, erst meine SIM-Karte organisieren. Auf dem Weg komme ich an einem Unternehmer vorbei, bei dem man für Geld sein Handy laden kann. Er muss wohl auch erstmal seine Batterie aufladen. Keine 5 Minuten später und ich bin wieder einmal umzingelt von Menschen. What do you want to tell the people in Europe? We love them. Tell them we love them. Yes, we are happy to see you. Yeah, we love them. Bye. Perfect. Yeah, bye. We love them. We are happy to see them. Bye. Auch Nigeria sehe ich zu einem Großteil leider nur aus meinem Auto, obwohl ich mich hier endlich mal auf Englisch mit den Einheimischen unterhalten könnte. Mein Kumpel Jan wird in 10 Tagen in Ghana ankommen und mich einen Monat meiner Reise begleiten, worauf ich mich schon sehr freue. Mich trennen noch fast 1800 Kilometer und 2 weitere Grenzübergänge von Ghana, weshalb ich etwas unter Zeitdruck bin und Gas geben muss. Eine prägende Begegnung war gestern mit einem unter 10-jährigen Jungen in einem Dorf, der mir erzählte, dass wenn ich im weiteren Abschnitt auf eine Absperrung stoße, ich einfach beschleunigen solle, egal wer oder was vor mir steht. Kill them or they gonna kill you.
Glücklicherweise bin ich gut durch dieses Gebiet gekommen. Erst später kommen wieder unendlich viele Checkpoints, bei denen manche so laufen. Good morning. Right-hand drive. How are you? Yes. How are you? You are from which country? I'm from Germany, but the car is from Cape Town. From South Africa. It's a South African car. Yes. You are from Germany. I'm from Germany. The Müller and the Lewandowski. Yeah. Nigeria beat Germany in friendly match. Anytime we play ball, Nigeria and Germany, Nigeria beat Germany. Nah, come on. No, German machine. Yeah. You are doing touring in Africa. Yes. Okay, good job. Thank you. God bless you. People again. I wish you good luck. Yeah, thank you. Thank you. Take good care. Bye. Und manche so. Hello. In Nigeria, you are riding right-hand steering. Huh? In Nigeria, you are riding right-hand steering. Yes. We are banned it here in Nigeria. No, it's allowed for transiting. In Nigeria, it's not allowed. No, for transiting it is allowed. How? I'm 100% sure because I asked the people Who at the allows border. it? Is it you? No, not me. Federal government? The people at the border. The people At the border? Yes. Where you come from? From Let me Cameroon. talk to you first. Back here. Where? Come, let me talk to you. Where do you want to talk? I said, come let me talk to you. Yeah, we can talk. Thank you. All right. Geil. How are you? I'm fine, thank you. How's it going? Alter, was macht der Affe da? Der ist da einfach festgebunden. Krass. Alter, muss so aufpassen, niemand über den Haufen zu fahren, Mann. Gerade macht es nicht so viel Spaß, weil ich einfach nur am Fahren bin. Es sind einfach so viele Checkpoints. Ich bin auch dabei, meine Strichliste zu machen. Also ich denke, ich werde auf 70 Checkpoints kommen oder so. Und was halt schon krass ist, die ganzen Einheimischen, die wirklich mit den Trucks hier hin und her fahren, die müssen an jedem Checkpoint die Cops bezahlen, sonst lassen die den nicht weiterfahren. Ich bin die letzten 7 oder 8 Tage nur im Auto, von morgens bis abends am Schlafplatz suchen, sonst dazwischen irgendwie was in mich reindrücken und essen. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich auf einen Döner freue. Fuck, hab ich Bock auf einen Döner. Ey, sobald ich irgendwie in Europa wieder bin, ich knall mir einfach einen Döner nach dem anderen rein, ich sag's euch. Ich hatte euch ja bereits von meinem ersten Eindruck von Nigeria erzählt, dass der sehr, sehr positiv war. Ich meine, da war ich noch in den Bergen, da waren alle richtig cool drauf. Ich hatte das Gefühl, denen ging's auch noch besser. Jetzt bin ich ja unten, es hat 40 Grad, es ist sehr trocken. Es ist einfach so dicht bevölkert, dieses Land. Es ist krass. Also da reiht sich ein Dorf am nächsten und eine Stadt an der nächsten. Und ich habe schon den Eindruck bekommen, dass dieses Land ziemlich am Arsch ist. Ich muss es einfach so sagen. Also sehr hohe Armut, sehr viel Leute, die wirklich ums Überleben kämpfen. Ich meine Leute, die, wenn ich irgendwo anhalte, mit ihren Tüten herrennen, damit sie noch irgendwas verkaufen können. Die rennen mir teilweise hinterher, bis ich halt irgendwie 20, 25 km/h habe, wirklich über längere Strecken. Dann diese ganzen Militär-Checkpoints im Norden, Boko Haram. Ich bewundere die Leute, die hier wirklich kämpfen, ums Überleben kämpfen, muss man einfach klar sagen. Ich meine, wenn du hier irgendein Problem hast in der Stadt, du kannst nicht mehr arbeiten, weil du deinen Arm gebrochen hast, wegen was auch immer, und du bist irgendwie Dachdecker oder sonst was, dann kannst du nicht kurz mal switchen, oder wirst vom Staat aufgefangen oder sonst irgendwas, sondern da verdaut dich die Stadt und scheidet dich als Stück Scheiße wieder aus. So klar muss ich das sagen. Plantain juice. 100? 100. Alright, 100.
wollen die einfach noch Geld rausholen, indem sie sagen Merry Christmas, Alter. Wir haben 20. Januar bald. Beste. So, guten Morgen zusammen. Ich bin jetzt nicht mehr weit von Lagos entfernt. Gestern ist noch was Wildes passiert auf der Straße. Und zwar von weiter weg sah das einfach aus, als würde da ein Stück Holz oder so ein Stamm auf der Straße liegen. Und hier gibt es so viele Checkpoints, dass mich das nicht verwundert hätte, wenn wieder irgendein Stamm auf der Straße liegt. Ich kam näher und vielleicht 10 Meter vor dem reiße ich das Lenkrad gerade noch rum, weil ich erkenne, dass da einfach ein nackter Mensch, ein nackter Typ einfach auf der Hauptstraße liegt und schläft oder tot ist oder was auch immer. War krass. Ich habe das Lenkrad rumgerissen. Ich meine, ich werde im Schirrgar über den Körper gefahren. Das war echt knapp. Und so Zeug sieht man halt hier echt auch. Das ist krass. Das ist einfach krass. Boah, Leute, ich muss es gerade noch ein bisschen verarbeiten. War jetzt gerade 2 Stunden in diesem Slum drin oder in dieser Community und es war sehr, sehr eindrücklich, sehr prägend. So, ich bin jetzt gerade mitten in der Community, Makoko Community. Sieht ziemlich krass aus hier. Das sind die Kinder, die hier zur Schule gehen. Die leben hier regelrecht auf dem Müll. Das ist schon ziemlich wild hier. Krass. Da werden Kinder gewaschen. Wow. No. Do it. Yes! Very good. Ich habe krasse Sachen gesehen, Mann. Ich habe echt krasse Sachen gesehen. Also, das kann dein Gehirn gar nicht verarbeiten auf die Schnelle, weil es einfach nur Information Overload ist. Und ich war mit dem Sohn von dem Chief unterwegs. Shit, Mann. Das ist eine krasse Erfahrung hier auf jeden Fall. Aber ich feiere es jetzt schon. You know, she has 3 children inside my school. Ah, okay. Can I take you and the woman together? You know, everybody is calling my name. Yeah. Nice. Hey, say so, yeah. Wow. Okay, da beginnt also das Wasser. Yes. Wow. Und du siehst da alles. Also das wird das Venedig von Afrika genannt. Es ist wirklich eine riesengroße Drecksbrühe. Die Kinder schwimmen da einfach rum. Ich weiß nicht, da holst du dir wirklich alles. Die haben natürlich keine Kanalisation oder sonst was. Die kacken einfach nur ins Wasser rein und deswegen ist da einfach alles drin. Gemisch aus Müll, aus toten Tieren, Ratten, Kot. Keine Ahnung, auf jeden Fall stinkt gewaltig. Bye bye. Yeah, see you later. Und es hat so viele Kinder da drin, die wirklich ein hartes Leben führen. Also nicht nur die Kinder führen ein hartes Leben, aber wenn du halt in Kinderaugen blickst, wo der gerade aus der Drecksbrühe kam, um irgendwie was rauszuholen und im Müll irgendwas sammelt oder sonst irgendwas, anstatt in die Schule zu gehen. Es macht was mit einem und es ist schon ziemlich hart, muss ich echt sagen. Es ist mir nicht leicht gefallen, da drin die Kamera mitzunehmen und dann die Leute auch zu filmen. So, this is Toby, my local guide. He's the son of the chief. Are you doing the video? That's a video. Nice. Die Tonaufnahme ist relativ bescheiden, sodass ich hier versuche zu übersetzen. Mein Name ist Toby de Senk, der Sohn des Bürgermeisters von Makoko, und ich habe hier eine Schule aufgebaut.
Lass mich etwas über Makoko erzählen. Es ist die größte selbstständige Community innerhalb Lagos und beheimatet ungefähr 100.000 Menschen. Wir haben großes Glück, da wir immer wieder Schulmaterial gesponsert bekommen, um sie am Leben zu erhalten und den vielen Kindern von Makoko damit eine bessere Zukunft zu bieten. Aber es reicht nicht aus, um die Schule kostenlos anbieten zu können. Es gibt einen großen Andrang an Kindern, die lernen möchten, aber wenn die Eltern es nicht bezahlen können, dann funktioniert es einfach nicht. Deswegen sind wir über jede Spende dankbar, die hier Veränderung bewirkt. Wir haben kein fließendes Wasser hier. Alles muss vom Land mit den Booten hin zu den Häusern transportiert werden. Ich sage dir, bitte poste dieses Video über Makoko auf Social Media, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Menschen hier in großer Not sind und viele Dinge brauchen. Ich sage euch, kommt uns hier besuchen und macht euch ein eigenes Bild. Makoko ist nicht gefährlich, aber man sollte trotzdem nur in Begleitung herkommen. Wir haben keine Vergewaltiger, keine Diebe hier. Es gibt so gut wie keine Kriminalität hier, da wir unsere eigenen Methode haben, mit Kriminellen umzugehen. Derjenige, der etwas verbrochen hat, wird damit bestraft, dass dieser durch ganz Makoko gefahren wird, sodass jeder erkennt, dass dieser Mann etwas verbrochen hat. Ich glaube nicht daran, dass eine andere Regierung hier irgendwas zum Positiven verändern wird. Das Schöne hier ist, dass es hier einen starken Zusammenhalt und ein großes Miteinander gibt. Man hilft sich gegenseitig aus, wenn man in großer Not ist. Wir haben jetzt ja auch ein paar Hefte dabei und so, dass in Makoko die Kinder einfach die Chance haben, Bildung zu erfahren. Und es gibt hier ganz, ganz viele Kinder, die einfach... You're good. Die einfach keine Bildung haben und wirklich hier in diesem Kloakenwasser jeden Tag nach Fischen suchen und die es dann versuchen auf der Straße zu verkaufen, keine Ahnung was. Also schon ziemlich krass. Er wollte unbedingt, dass ich Bilder mache, wie ich als großer, edler, weißer Spender hier den Kindern und den Frauen diese Hefter überreiche. Fand ich ein bisschen dumm, muss ich ehrlich sagen. Hatte ich nicht so Bock drauf. Aber er wollte das unbedingt und dann haben wir irgendwie 5 oder 10 Bilder gemacht, wie ich den gerade so die Bücher überreiche. Fand ich ein bisschen schwachsinnig, aber die haben gesagt, das ist toll, weil ich ja mit dem Geld, was ich da gezahlt habe, das unterstützt, dass die Bücher kaufen können und so. Und ich so, ja, ehrlich, das juckt mich nicht, dass das irgendwo auf einem Bild erscheint, dass ich da mit drauf bin. Ich freue mich einfach, dass das passiert ist. Ja, aber ihr hättet das erleben sollen, wie die Kinder ausgerastet sind. Wie wenn du kleinen Kindern einfach eine Playstation 4 so in die Hand drückst. So haben die diese leeren Schulhefter genommen, einfach damit die was reinschreiben können. Die sind ausgerascht, haben geschrien, haben gegeneinander gekämpft, weil wir halt nicht für alle Kinder Bücher hatten. Krass. Das wird mir noch lange Zeit nachgehen. Mama. I got some money. Now why mama? Kebab no to ba ni nǹkan tó fẹ́ has to ox before the floor. How can you hold it? Very clean. You think it's clean? It's still clean. What? Look at where you were coming from. But the water is still dirty. Yes. You think? Oh, there's a rat. Rats. What the heck? There's a rat. Alter, hier stirbt einfach alles ab. You have lots of rats? No.
Was mich echt berührt, ist die ehrliche Freude und das Lachen, was zum Kontrast zu diesem übermäßigen Elend auch oder gerade deshalb an jeder Ecke zu finden ist. Das ist krass. Dann bin ich rausgelaufen, dann lag eine Kuh tot dran, Kopf halb abgeschnitten. Ich fahr jetzt weiter. So, weiter geht's. Auf dem Weg zur Benin-Grenze passiert mir genau das, was ich gehofft habe, dass es nicht passiert. Ich hoffe, ich baue keinen Unfall. Ein anderer fährt mir in dem Straßenchaos vorne links ans Auto. Es kommt zu einer längeren, hitzigen Diskussion, die am Ende damit endet, dass dieser einfach irgendwann weiterfährt. Danke für nichts, du Arsch. Aber glücklicherweise ist der Schaden nicht allzu groß und hier ist sicher relativ billig, günstig neu zu reparieren. Just too quick for it, peeling off like the whip orange. Seen they effort, this piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stabbing, I'm 10-2. Too much that I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in a black whip, got old problems with the friends new. Yeah, I'm in the big leagues, told her don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. Yeah, I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in the big leagues. Yeah, told him I'ma hit it out the stands. I deserve another 100 bands, I deserve another 100 fans. Told him this was always in the plans. I just did it cause they said I can. Blowing euros when I'm down in France. Labels asking how I build a brand. Told him put a check up in my hands. Boy got time, no cap. Made a few checks, but they all in the rest.